Im sozialen Leben hört und liest man jeden Tag viele Namen. Wie man sich einen Namen richtig merken und jemanden nennen kann, ist deswegen sehr wichtig. Aber wie ein Name strukturiert wird, ist kulturell sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, in welcher Reihenfolge der Vor- und Familienname geordnet wird, welcher Namensteil stammt von den Vorfahren, welcher Teil wird selbstbestimmt. Welche Regeln gelten bei dem selbstbestimmten Namensteil? In diesem Vortrag werde ich Sie in die ostasiatische Namenskultur einführen, mit dem Schwerpunkt der chinesischen Namenskultur. Sie werden innerhalb von 20 Minuten lernen, wie die chinesischen Namen strukturiert und bestimmt werden. Da in Ostasien eine andere Namensstruktur gilt und viele Europäer nicht darüber informiert sind, vertun sich manche Europäer oft bei den ostasiatischen Namen. Das gilt auch für publizierte Texte. In den Titeln der Dahai-Zeitungsartikeln werden Dahai weltberühmten NBA-Stars erwähnt. Überlegen Sie, warum die Überschriften falsch sein könnten. Stoppen Sie das Video, wenn Sie Lust haben. Die Antwort lautet, im Titel des zweiten Artikels ist Sheikh ein Vorname, aber Yao dagegen der Familienname. Im dritten Artikel wird derselbe Fehler wiederholt. Sowohl die Chinesen als auch die Westler nennen diese berühmten chinesischen Basketballspieler Yao Ming, aber dieser Name hat eine andere Struktur als beispielsweise Shaquille O'Neal. Sie haben an dem Namen Yao Ming bemerkt, dass ein chinesischer Name in der Reihenfolge Familiennamen und dann Vornamen bezeichnet wird. Diese Namensfolge ist in ostasiatischen Ländern verbreitet. Neben der chinesischen Han-Nation und vieler Nationalminderheiten Chinas gilt diese Reihenfolge auch bei japanischen, koreanischen und vietnamesischen Namen. Und vielleicht sind Sie überrascht, dass es diese Namensstruktur auch in einem europäischen Land gibt, nämlich in Ungarn. Dazu gibt es die Hypothese, dass die bulgarischen Vorfahren Hunnen aus Ostasien waren. Aber überzeugende Erläuterungen dazu gibt es noch nicht. Sie wundern sich jetzt wahrscheinlich, warum sich manche Ostasiaten vor Ihnen mit ihrem Namen in der westlichen Reihenfolge vorgestellt haben. Der Grund dafür ist, dass die ostasiatischen Namen bei der Übersetzung in eine europäische Sprache keine strengen Regeln unterliegen. Manche Ostasiaten schreiben ihre Namen gerne für die Westler um, manche machen das dagegen nicht. Namen historisch berühmter Personen und die heutigen Politiker müssen hingegen original beibehalten werden. Einerseits ist es entscheidend, ob man die Persönlichkeiten nachschlagen kann. Andererseits muss man bei den staatlichen Beziehungen Respekt zeigen. Zum Beispiel nennen alle deutschen Medien den nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un. Wenn ihn ein Medium stattdessen Jong-un Kim nennen würde, könnte manche darin eine Respektlosigkeit sehen. Nennt man nur den Familiennamen, ist es aber sehr unpraktisch, weil circa ein Fünftel der Koreaner Kim heißen. Namen des normalen Volks sind nicht so relevant. Ein Chinese darf sich theoretisch frei entscheiden, ob er seinen Namen für die Westler umstellt oder das Original behält. Die im Ausland lebenden Chinesen müssen in vielen Fällen die Namensteile umtauschen, sodass die anderen keine Fehler begehen. Manche Chinesen haben englische Vornamen, besonders die in den ehemaligen britischen Kolonien lebenden oder in internationalen Firmen arbeitenden Chinesen, sodass sie besser von einem Westler gerufen werden können. Die Namenfolge
ist ein kulturelles Phänomen, hinter der die Sprachlogik an sich erkennbar wird. An dieser Stelle symbolisiere ich eine Person mit einer Buchstaben aus einem bestimmten bunten Kreis. Die europäische Logik ist wie der Ausdruck A aus dem roten Kreis. Man identifiziert zuerst das Detail, dann die zugehörige Gruppe. Die außerasiatische Logik ist wie der Ausdruck der rote Kreis, dann A. Man verkleinert Schritt für Schritt den Kreis, um einen bestimmten Gegenstand zu bestimmen. Anders formuliert geht die westliche Sprachlogik von der kleineren bis zum größeren Einheit. Umgekehrt geht die ostasiatische Sprachlogik von der größeren bis zum kleineren Einheit. So ist es auch bei der Angabe des Datums und der Adresse. Schreibt man beispielsweise ein Datum und eine Adresse im Deutschen und im Chinesischen, ist die Reihenfolge der Einheiten genau umgekehrt. Ein Europäer wird in offiziellen Situationen eher mit dem Familiennamen gerufen und von seinen Freunden mit dem Vornamen angeredet. Aber der Name eines Chinesen wird sowohl im Berufs- als auch im Privatleben am häufigsten vollständig gerufen. Insbesondere werden die gesamten Namen aus zwei Silben besteht. Anmerkung: Ein chinesisches Schriftzeichen wird immer mit einer Silbe ausgesprochen, das heißt, die Anzahl der Silben und der Zeichen ist identisch. Wie angegeben heißt Familienname im Chinesischen Xing und entspricht in den meisten Fällen einer Silbe. Der Vorname heißt Ming und ist mono- oder bisyllabisch. Das Wort Xingming bedeutet deswegen vollständiger Name und entspricht im Normalfall zwei oder drei Zeichen. Es gibt zwar Ausnahmen, die hier aber nicht diskutiert werden sollen. Konfuzius hieß zum Beispiel Kong Qiu. Kong stammte von seiner väterlichen Vorfahren und das Rüge bedeutende Zeichen Qiu wurde ihm von seinen Eltern gegeben. Nach der Volkserzählung hatte er bei seiner Geburt eine so hervorstehende Stirn wie ein Rüger, weshalb er so genannt wurde. Fuzi war die historische Ehrenbezeichnung für Intellektuelle. Aus großer Ehre nennen die Chinesen nicht direkt seinen Namen, sondern Kongfuzi oder Kongzi. Daher stammt die deutsche Übersetzung Konfuzius.